Also mein Name ist Harry Olfert. Ich arbeite hier beim Schäfer Shop, bin verantwortlich für den Bereich Content Management, also sprich alles das, was irgendwie lieferantenseitig an Daten zu unseren Produkten hier uns erreicht. Derzeit sprechen wir von annähernd 100.000 Artikeln, die wir da anbieten. Das soll natürlich nicht rückläufig sein, sondern ganz im Gegenteil, das soll weiter ausgebaut werden. Und da können wir uns vorstellen, dass immer dann, wenn wir Massenkorrekturen auch haben, sei es eine Artikelbezeichnung, die von der Systematik einfach anders aufgestellt werden will, seien es Produkte, die wir beschreiben wollen, und gerade auch mit dem Blick auf optimierte SEO-Texte halt, da ist es natürlich schon eine wahnsinnige Herausforderung, wenn unsere Texter, wenn die sich halt zu jedem Produkt immer wieder einen individuellen Text, einen uniken Text ausdenken müssen. Das ist praktisch eine Leistung, die fast nicht möglich zu leisten ist. Und das war der Grund, wo ich einfach Ausschau gehalten habe nach Möglichkeiten, wie kriegen wir es hin, mit Automatisierungsmöglichkeiten da entsprechend halt einfach entgegenzuwirken, dass wir diese Menge, diese Masse in einer sehr guten Qualität bearbeiten können. Content ist ohnehin immer, es ist ein extrem wichtiges Thema in jedem Unternehmen. Es gibt immer neue Möglichkeiten, immer neue Ansätze. Wie sollte eine Produktbeschreibung jetzt aussehen? Wo fange ich an? Ja, mit welcher Kategorie, mit welchen Produkten beginne ich? Das sind so die Herausforderungen. Und das ist das Kernproblem eigentlich. Und dann kommen so ein paar Probleme, die sich dem Ganzen anschließen. Das eine ist erstmal dieses Volumen, das kriegen sie mit ein paar Leuten gar nicht gehandelt. Und das ist fast noch das Schlimmere, halt ganz, ganz lange zeitliche Aufwendungen halt auch, die wir da haben. Also es war keine Option zu sagen, wir lösen das Problem mit noch mehr Personal. Gerade in der heutigen Zeit ist es schon so, dass wir sagen, okay, es muss Möglichkeiten geben. Die Frage ist immer nur, welche gibt es? Wie können wir regelbasiert arbeiten? Und da ich natürlich dieses Thema sehr präsent im Kopf hatte, dann haben wir uns das natürlich mal zeigen lassen. Insofern, es gibt da ja, was diese spezielle Möglichkeit angeht, wie AX Semantics sie anbietet, halt, gibt es noch gar nicht so wirklich viel Konkurrenz. Speziell der Textroboter, mit dem wir jetzt halt auch arbeiten, der ist einfach schon sehr gut entwickelt. Was wir gemerkt haben, ist halt einfach, dass an den Kategorien, wo wir bereits fertig sind, wo wir dran gewesen sind, dass wir einfach aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich ein viel breiter angelegtes Keyword-Set haben, dass wir da in der Sichtbarkeit also uns deutlich steigern. Und natürlich ist es halt auch so, dass wir, wenn wir Fehler entdecken, dass wir jetzt immer eine Struktur vorliegen haben, dadurch, dass wir mit dem Textroboter arbeiten. Das heißt, ich gehe in ein Template, wo dieser Fehler fabriziert wurde und löse dieses Problem einmalig, drücke auf den Knopf, generiere neue Texte und habe den Fehler für alles, also überall da, wo dieser Fehler auftritt, halt mit einer einzigen Korrektur gelöst. Also es ist jetzt schon sichtbar, auch wenn wir noch lange nicht am Ziel sind, aber es ist jetzt schon sichtbar, dass einfach diese Korrekturaufwendungen, dass diese gleichbleibenden Tätigkeiten, die man so hat, das ist alles das, und das ist auch das Ziel, das übergeben wir dem Textroboter. Da haben wir wirklich kurze Wege halt der Korrektur und können so uns dann deutlich stärker darauf konzentrieren, hey, was bringt dem Kunden eigentlich wirklich einen Mehrwert, wenn er diesen Text liest?